Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen das 5. Abenteuer mit dem Titel Die Arbeiten des Herkules. Zusammen mit Herkules werden sie die Reise zur Unsterblichkeit antreten. Während er seine legendären Taten vollbringt, werden sie ein legendäres Königreich errichten, das den Geschichtenerzählern noch viele Jahre Stoff bieten wird. Dieses Abenteuer besteht aus 7 Episoden und stellt eine anregende Herausforderung dar. Ja, ein Abenteuer unserem Held Herkules gewidmet, da bin ich sehr gespannt und freue mich schon. Ja, und wir starten auch direkt die erste Episode. Der Seher trat aus dem Orakel von Delphi und sprach diese Worte. Ich sehe 2 Menschen gemeinsam auf dem Weg zur Größe. Einer davon ist ein Bär von einem Mann, stärker als sonst jemand auf der Welt. Der andere ist unglaublich gut aussehend und äußerst klug. Der Muskelmann ist Herkules, ein Sohn des Zeus, der den Zorn von Zeus Frau Hera auf sich gezogen hat. Sie hat Herkules den Verstand geraubt, sodass er Frau und Kinder umbrachte. Seit jenem schicksalsschweren Tag reist er durch Griechenland und tut Gutes, um seine Schuld zu sühnen. Die unglaublich gut aussehende und kluge Person sind Sie. Sie sind auserkoren, Herrscher eines großen Reiches zu werden. Einige Unsterbliche werden Sie Ihren Freund nennen. Doch dieser Tag ist noch fern und Sie haben noch viel zu tun, bis diese glorreiche Zeit gekommen ist. Ihr Schicksal und das des Herkules werden sich unterwegs kreuzen. Seine Feinde werden Ihre Feinde, seine Freunde Ihre Freunde. Ihr Weg zum Ruhm beginnt damit, dass Sie die Stadt Tiryns in Argolis gründen und in der ganzen Welt bekannt machen. Ja, und der Rest wird nicht vorgelesen. Sie werden genügend Zeit haben, um Tiryns später noch zu einer blühenden Metropole zu machen. Wenn Sie jetzt schon eine große Stadt erbauen, werden Sie Probleme damit haben, alle Einwohner zu ernähren. Ja, nochmal ein kleiner Tipp dazu. Die erste Episode dieses Abenteuers trägt den Titel Die Arbeit beginnt. Ja, und wir werden schon etwas auf die Geschichte von Herkules vorbereitet, der als Sohn des Zeus natürlich Hera als seine Feindin hat, die ihn mit Wahnsinn gestraft hat. In diesem Wahnsinn hat er seine Frau und seine Kinder getötet und sucht nun Sühne, indem er verschiedene Arbeiten erledigen muss. Aber später noch mehr zu unserem Helden Herkules. Wir müssen in einem Jahr 30 Stränge Wolle produzieren. 250 Personen müssen in einer Wohnung in der Kategorie Mietshaus oder besser leben. Ja, und unsere Schatzkasse muss mindestens 7500 Drachmen besitzen. Ja, ich bin sehr gespannt und wir schauen uns die Karte einmal an. Obligatorisch in den Pausenmodus und hier bei Übersicht uns die Minimap angucken. Wir haben hier im Süden die Küste. Ja, und hier vorgelagert eine kleine Insel, die wir landwirtschaftlich nutzen können. Genau dagegenüber haben wir auch nochmal eine kleine Fläche auf dem Festland, die wir landwirtschaftlich nutzen können. Ja, gehen wir mal hier weiter Richtung Westen, haben wir hier weiter die Küstenlinie, haben hier Sandbänke, die wir nicht entsprechend nutzen können. Ja, weiter hier im Norden haben wir große Flächen, allerdings unfruchtbar. Hier haben wir eine Wildschweinrotte und hier ist der Immigrationspunkt. Ja, die Fläche ist recht groß. Einige Waldgebiete, Felsformationen, hier ein See, hier haben wir Sumpfgebiete, hier auch nochmal eine kleine Wildschweinrotte. Ja, gehen wir weiter Richtung Osten, kommen wir hier wieder zu der Küstenlinie und dann gehen wir hier wieder Richtung Süden zu unserem Ausgangspunkt. Gut, dann schauen wir mal, was wir produzieren können. Bei der Landwirtschaft haben wir bei der Viehzucht die Wollsammelstellen und bei Land und Meer haben wir den Seeigelkai und den Jagdhof. Ja, keine Farmen und keine Plantagen in der ersten Episode. Bei Gewerbe haben wir nichts. Bei Vertrieb haben wir alles und wir haben auch unsere ersten Handelspartner.
Gesundheit und Sicherheit haben wir alles, bei Verwaltung auch, wir können den Stadtpalast bauen und auch Steuern eintreiben. Bei Kultur haben wir alle Möglichkeiten. Bei Mythologie haben wir keine Bauoption, allerdings möchte ich einmal ganz kurz hier auf die Lupe, um zu gucken, welche Gottheiten wir verehren können und welche feindlich gesinnt sind. Okay, die wohlgesonnenen Gottheiten sind Zeus, Artemis, Aphrodite, Hermes, Athen und Dionysos. Die feindlichen Götter sind Poseidon, Apoll, Hephaistos und Hades. Ja, mit Poseidon als feindlichen Gott haben wir wieder bestimmte Schwierigkeiten mit unseren maritimen Bauwerken. Na, da schauen wir mal, was uns da erwartet. Beim Militär haben wir keine Bauoption. Ja, und bei der Ästhetik haben wir wieder nur Verschönerungen, und zwar Säulen und Parkanlagen. Wieder mal keine Alleen und Prachtstraßen. Wie ärgerlich. Na gut, wir können also nur Wolle produzieren. Da schauen wir mal direkt nochmal auf die Weltkarte. Tiryns ist hier auf dem Peloponnes und es gibt einen Handelspartner, nämlich Eleusis. Eleusis kauft Marmor und verkauft uns Rüstung, Olivenöl und Wein. Dann haben wir noch den Verbündeten Elis, der aber keine Waren anbietet. Nemea ist ein Rivale. Ja, Knossos ist unser Verbündeter, hat aber keine Waren, mit denen er handelt. Ja, und wir haben noch Cyme an der Küste von Kleinasien. Cyme kauft bei uns Wolle und verkauft Holz, Bronze und Skulpturen. Gut, das ist der einzige Handelspartner, den wir nutzen können, um unsere Wolle zu verkaufen. Ja, was ist nun der Plan? Wir werden hier in diesem Bereich unser erstes Wohngebiet entwickeln lassen, können hier unsere Schafherden weiden lassen und hier an der Küste und hier unsere Piere bauen und auch unsere Seeigelkais. Später werden wir dann unsere Stadt nach hier entwickeln. Ja, und hier ganz weit im Osten haben wir ja auch noch die Möglichkeit, unsere Stadt weiter auszubauen. Gut, ja, dann wollen wir mit dem Aufbau unseres ersten Wohngebietes beginnen und in der Zwischenzeit erzähle ich wieder einige Informationen über das Leben von unserem Helden Herkules. Herkules oder auch Herakles genannt, war der Sohn des Zeus und der Alkmene, der Gattin des Amphitryon in Mykene. Auch hier wandte Zeus eine List an, um Alkmene näher zu kommen, indem er in Gestalt ihres Ehemannes auftrat, der zu diesem Zeitpunkt nicht im Lande war. Nachdem die Schwangerschaft bekannt war, verzieh Amphitryon seiner unwissenden Frau, so dass Herkules in der Obhut seiner Mutter und seines Ziehvaters aufwachsen konnte. Bekannt ist Herkules durch seine übernatürlichen Kräfte, die er tatsächlich durch die Ehefrau des Zeus, Hera, bekam, die ihn unwissentlich und durch eine List der Athene säugte. Zeit seines Lebens bleibt Hera aber die erbitterte Feindin des Herkules, die ihn mit Flüchen und Gemeinheiten verfolgt. Aber nicht nur die Kraft des Herkules war bekannt, auch sein Jähzorn und seine Wutanfälle. So tötete er einen Lehrer während seiner Ausbildung, der ihn tadelte. Zum Schutz der anderen schickte Amphitryon Herkules ins Kithäron-Gebirge, wo er Rinder hüten sollte. Hier beginnt auch sein erstes Abenteuer, denn im Kithäron-Gebirge lebte ein gefährlicher Löwe, den Herkules unbedingt bezwingen wollte. Nach langem Kampf erlegte er das Tier und schmückte sich mit dessen Fell und Kopf. Später kam noch eine Keule dazu, die Herkules aus einem Olivenbaum schnitzte. In einem Anflug von Wahnsinn, herbeigeführt durch Hera, tötete Herkules seine erste Frau Megara und die gemeinsamen Kinder. Als der Anfall verflogen war, sah er, was er getan hat, und war zutiefst bestürzt und verzweifelt. Er fragte das Orakel Delphi um Rat. Die Pythia sagte ihm, um Sühne zu erlangen, müsste er 12 Arbeiten im Dienste des Königs Argos leisten. Diese waren die Erlegung des nemischen Löwen, die Tötung der 9-köpfigen Hydra, das Einfangen der kyrenetischen Hirschkuh, das Einfangen des erymantischen Ebers, das Ausmisten der Rinderställe des Augias,
die Vertreibung der stymphadischen Vögel, das Einfangen des kretischen Stiers, die Zähmung der menschenfressenden Rosse des Diomedes, die Herbeischaffung des Gürtels der Amazonenkönigin Hippolyte, der Raub der Rinderherden des Riesen Gerion, das Pflücken der goldenen Äpfel der Hesperiden sowie das Heraufbringen des Cerberus von der Unterwelt in die Oberwelt. Alle Arbeiten konnte Herkules erfolgreich abschließen, immer wieder durch Hera verfolgt und beeinflusst. So musste er bei der Erledigung seiner Arbeiten zum Beispiel Krieg gegen die Zentauren und Amazonen führen. Zum Ende hin verbrannte sich Herkules unter Qualen selber, weil er ein vergiftetes Hemd, das Nessohemd, von seiner eifersüchtigen Ehefrau Deianira bekam und anzog. Aus den Flammen wurde er zum Olymp getragen, wo er als einziger Held Unsterblichkeit erlangte. Die nun besänftigte Hera gab Herkules ihre Tochter Hebe zur Frau. Ja, das ist nun eine ganz kurze Zusammenfassung über das Leben und Tun unseres Helden Herkules. So, wir haben unser erstes Wohngebiet konzipiert und ich habe eine neue Bauform gewählt. Und da gibt es einen kleinen Clou. Ihr seht ja hier die Parzellen, die hier alle Anschluss an dieser Straße haben. Außer diese beiden hier. Damit diese Wohngebäude überhaupt sich entwickeln können, brauchen sie auch Straßenanschluss. Das habe ich hier durch diesen kleinen Straßenabschnitt geschafft. Versorgt werden diese Wohngebäude allerdings über diese Straße hier. Das ist ganz schön tricky. Ich konnte es wirklich nicht glauben, dass das funktioniert, aber ich habe natürlich das mal getestet und es funktioniert tatsächlich. Also eine sehr außergewöhnliche Bauform. Ja, und ich bin ziemlich gespannt, wie sich hier unser Wohngebiet entwickelt. Wir werden mal den Pausenmodus jetzt entsprechend aufheben und werden hier wieder bei Gewerbe natürlich die Priorität bei Gesundheit und Sicherheit wieder auf Hoch stellen. Gut, ja, und jetzt warten wir mal wieder, dass neue Bürger in unsere Stadt einwandern, da wir Mitarbeiter auch jetzt benötigen. Das ist klar. Ja, wir erfreuen uns nur einer mittelmäßigen Beliebtheit, das wird sich ja hoffentlich bald ändern. Und unsere neuen Bürger wandern hier vom Norden her über diesen Immigrationspunkt jetzt ein. Sobald wir jetzt genügend Mitarbeiter haben, werden wir sofort mit der Nahrungsmittelproduktion beginnen. Wir haben übrigens eine sehr, sehr üppige Stadtkasse. Wir können also hier wirklich gut aus dem Vollen schöpfen. Ja, und ihr seht, das Wohngebiet ist natürlich mit dem Nötigsten versorgt worden, mit der Agroa und auch dem Architektenposten und dem Brunnen. Unsere Standard-Basics hier. Und ich habe sogar schon ein paar Verschönerungen hier gebaut an unserer Agroa. Oh, wir bekommen schon die erste Mitteilung. Unser Verbündeter Zyme wird angegriffen und er braucht Truppen in 3 Monaten. Ja, das ist natürlich überhaupt nicht möglich. Wir haben noch nicht mal Einwohner in unserer Stadt, die gerade jetzt kommen, geschweige denn Soldaten. Na, da können wir unseren Verbündeten tatsächlich nicht helfen. Wir müssen jetzt erstmal hier unsere Entwicklung starten. Aber endlich sind unsere Einwanderer eingetroffen und können jetzt die Parzellen besiedeln. Ja, und wir kriegen die Mitteilung, dass wir zum jeden Symposium geladen werden, also zu den panhellenischen Spielen. Aber so weit sind wir noch nicht. So, ein paar Arbeitslose. Wunderbar. Wir beginnen mit dem Jagdhof, weil hier können wir relativ schnell Lebensmittel generieren. So, dann brauchen wir natürlich noch das Silo. Das passt nämlich alles hier sehr schön hin. So. Ja, dann brauchen wir hier aber auf jeden Fall auch einen Architekten. Der kann hier, ja, bauen wir ihn hier hin. Ja, jetzt brauchen wir natürlich wieder Mitarbeiter, aber es kommt ja immer noch ein zweiter Schwung Immigranten,
die hier in unsere ersten Wohngebäude einwandern bzw. einziehen können. Ja, da kommen sie. Das ist sehr gut. Ja, und dann machen sich auch jetzt unsere Jäger auf den Weg. Wir haben jetzt allmählich genug Mitarbeiter, dass die Jäger jetzt hier ihre Arbeit verrichten können. Denn wir haben jetzt schon mittlerweile 100 Personen in unserer aufstrebenden Stadt Tyrnus. Ja, Zyme schätzt uns weniger, da wir die nicht vorhandenen Truppen zur Verfügung gestellt haben. Dementsprechend wird der Handel mit Zyme eingestellt. Das ist natürlich sehr ärgerlich und auch sehr nachtragend hier. Zyme ist der einzige Handelspartner, der unsere Wolle kauft. Naja, ich hoffe mal, dass sich das eventuell nachher mal ändert. Ja, und unsere Jäger kehren schon zurück. Das erste Fleisch kann jetzt gleich ins Silo gebracht werden. Dann können wir auch schon auf der Agora unseren Lebensmittelhändler wieder platzieren. Ja, wir benötigen Mitarbeiter, das ist klar, aber jetzt können ja unsere Bewohner hier mit Nahrungsmitteln versorgt werden. Die Marktfrau macht sich schon auf den Weg. So, und da kommen auch neue Bürger. Wir beginnen jetzt mit der Wollproduktion. Zwar können wir jetzt die Wolle noch nicht verkaufen, aber es dauert ja auch noch ein bisschen, bis wir sie tatsächlich auch im Lager haben. So, dann würde ich sagen, bauen wir mal 3 Wollsammelstellen. Die passen nämlich hier genau rein. Das gefällt mir ja immer sehr gut. So, und dann brauchen wir natürlich unsere Schafe. Da könnt ihr übrigens hier an einem Feld immer klicken. Die Schafe gehen dann zu den einzelnen Feldern fruchtbaren Landes, um dort zu grasen. Da müssen wir jetzt nicht immer hier hin und her wandern. Das reicht, wenn wir das so machen. Gut, jetzt haben wir genug. Und dann bauen wir aber auch direkt schon das Warenlager dafür. Das kommt direkt hier hin. Ach, das passt alles so schön zusammen. Das gefällt mir. Gut. Ja, dann können wir jetzt die Wolle produzieren. Ja, 20 Mitarbeiter werden benötigt, aber wir sehen schon, wie sich jetzt hier die Wohngebäude weiterentwickeln. Und wir können jetzt sehen, dass diese beiden Wohngebäude tatsächlich hier vom Hausierer versorgt werden. Indem man um diese Ecke kommt, zack, hat es sich tatsächlich entwickelt. Also hier dieser Punkt ist der wichtige Punkt, dass diese beiden Häuser hier entsprechend mit allem versorgt werden, auch mit Dienstleistungen. Also so funktioniert das. Dieser Weg ist tatsächlich nur dafür da, dass diese beiden Wohnungen oder Häuser einen Straßenanschluss haben. Weil sonst ohne Straßenanschluss die Parzellen verschwinden. Ganz schön ausgetüftelt, das muss ich sagen. Ja, und mit der Nahrungsmittelversorgung wandern weiter neue Bürger in unsere Stadt ein. Das ist auch ganz gut so. Uns fehlen nämlich doch einiges an Mitarbeitern. Aha, Zyme ist doch nicht so nachtragend, wie ich gedacht habe. Der Handel mit unseren Verbündeten kann wieder eröffnet werden. Das ist doch sehr schön. Ja, dann bauen wir direkt den Handelsposten. Es ist natürlich ein Pier, weil ja Zyme an der Küste von Kleinasien liegt. So, wo können wir denn jetzt das Pier bauen? Wir können es hier hinbauen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Oh, wir sind beliebter als türkischer Honig. Ja, das hört man ja gerne. So, dann bauen wir das so hier hoch. Ja, und dann baue ich das so. Dann können wir nämlich nach hierhin das noch erweitern. Aber wir brauchen natürlich hier auch einen Architekten. Und vor allem brauchen wir jetzt hier eine Sperre und auch hier.
So, und dann können wir das hier schon einstellen, dass wir jetzt Wolle verkaufen. Oh, Zyme kauft 36 Einheiten im Jahr. Das ist jede Menge. Super. Ja, wir sollten relativ schnell auch die Klinik bauen, damit wir nicht von einer Seuche hier heimgesucht werden. Wir schauen mal eben bei Gesundheit. Oh, das sieht aber soweit ganz gut aus. Die hatten im vergangenen Monat gut gegessen. Oh, das ist ja schön. Ja, und die Gefahren? Ja, das sieht aber eigentlich auch ganz gut aus. Na, da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Ja, als nächstes müssen wir unsere Wohngebiete weiterentwickeln. Da brauchen wir jetzt Kultur. Da können wir mit dem Gymnasium anfangen. Das kommt jetzt hier hin. Ja, und unser Athlet ist auch schon fleißig und geht die Straße entlang. Unsere Wohngebäude entwickeln sich weiter. Ja, und jetzt können wir auch sehen, dass auch der Dienstleister hier diese beiden Wohngebäude entsprechend versorgen kann. Zack, haben die sich entwickelt. Ja, das gefällt mir richtig gut. Eine schöne Entwicklung hier. Ja, und der Arbeitsmarkt ist noch im grünen Bereich. Jetzt wandern ja noch weitere Bürger ein. Ja, und wir sehen, dass unsere Schafe geschoren werden. Die erste Wolle wird hier entsprechend produziert und kann auch direkt verkauft werden. Ach, wunderbar. Das gefällt mir. Ja, die Wollproduktion werden wir jetzt gleich noch ein bisschen ausweiten. Wie sieht die Nahrungsmittelversorgung aus? Ja, für 1200 Bürger können wir entsprechend hier Nahrungsmittel produzieren. Die erste Wolle wird zu unseren Handelsposten Zyme gebracht, beziehungsweise zum Pier. Und da kann der Verkauf jetzt auch starten. Alles gut. Ja, wir brauchen jetzt wirklich neue Bürger. Ja, nun nennt man mich einen Unsterblichen. Wunderbar. Das hört man gerne. Ja, da sehen wir schon die neuen Bürger. Ja, und wir haben auch jetzt gleich schon wieder Arbeitslose. Nämlich jetzt bauen wir weitere Wollsammelstellen. Die errichte ich jetzt hier. So, dann können wir nämlich einen wunderbaren Loop hier bauen. So, dann brauchen wir natürlich auch noch Schafe wieder. Ja, hier. Ja, da kann man so ein bisschen das hier verteilen. So, haben wir genug. Wunderbar. Ja gut, dass wir die Wollproduktion jetzt hier erweitern. Wir müssen jetzt unsere Stadt auch mit Wolle versorgen. Das werden wir mal direkt machen. Und errichten den Wollhändler auf unserer Agora. Ja, wir bekommen die Mitteilung, dass Nemea Elis erobert hat. Und das ist nicht nett, weil Elis war ein Verbündeter von uns. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er ein Rivale. Das ist nicht nett. Na gut. Wir betreiben ja sowieso nur mit Zyme einen Handel, da wir nur Wolle verkaufen können. Von daher ist das nicht ganz so tragisch. So, etwas Wolle ist auch schon im Warenlager für unseren Wollhändler. Da wird die Wolle ja jetzt doch im großen Stil zu unserem Pier von Zyme gebracht. Und da ist auch schon unser Handelspartner. Kauft die Wolle ein. Ach, wunderbar.
Ja, Wolle ist jetzt auch bei unseren Bürgern angelangt. Allerdings fehlt jetzt hier Attraktivität. Gut, ich baue aber jetzt die Klinik, die kommt hier hin. So, eine Klinik hat immer schlechte Auswirkungen auf die Attraktivität. Wir bauen mal jetzt hier ein paar Parkanlagen hier so rum. Ja, das hilft, allerdings hier nicht, wo die Klinik ist. Das heißt, wir werden hier auch nochmal Parkanlagen bauen. So, ja, das hilft. Gut. Ja, die nächste Entwicklungsstufe unserer Wohngebäude wäre das Mietshaus. Dafür müssen wir aber jetzt nochmal Kultur zur Verfügung stellen. Ein Podium und eine Philosophenschule, aber ich glaube, ja, wir haben zwar Arbeitslose, aber das reicht, glaube ich, nicht. Da warten wir mal, bis weitere Bürger in unsere Stadt einwandern. Ja, jede Menge neue Bürger, die gerade in unsere Wohnungen und Häuser einziehen. Wir können jetzt das Podium bauen. Das kommt hier hin. So, und die Philosophenschule errichte ich jetzt. Aha, 500 Personen in unserer Stadt. Ja, die kommt hier hin. Ja, und wir haben immer noch Arbeitslose. Wir könnten die ersten Seeigelkais mal bauen. Das finde ich ja ganz spannend. Das erste Mal, dass ich diese Nahrungsmittel hier produzieren kann. Die Ressource für die Seeigel finden wir hier in diesem Wasserbereich, wo wir diese kreisrunden Bewegungen auf der Wasseroberfläche haben. Also wir haben hier eine Ressource. So, und dann haben wir hier an der Westküste eine Ressource und hier, ja, und hier die Westküste weiter hoch haben wir mehrere Ressourcen, wo wir Seeigel ernten können. So, und wir sollten die Kais so nah wie möglich an die Ressource setzen. Also zum Beispiel würde hier, glaube ich, einer hinpassen. Jawohl. Bauen wir hier hin und schließen ihn auch an. Ja, und sobald er Mitarbeiter hat, sehen wir hier einen der Mitarbeiter, der jetzt durch das seichte Wasser wartet. Das seichte Wasser erkennen wir hier entlang der Uferlinien mit einer etwas gräulicheren Färbung. Diese Verbindung müssen unsere Mitarbeiter haben, sonst können sie nicht an diese Ressource drangehen. Ja, und wenn er da ist, taucht er unter, wie wir es gerade gesehen haben, und kommt dann mit Seeigeln wieder aus dem Wasser empor. So wie jetzt. Und dann taucht er nochmal. Sehr nett animiert, das muss ich sagen. Gefällt mir. Ja, wenn er genug hat, sehen wir schon hier, auf seinem Rücken hat er den Korb mit den Seeigeln. Bringt er sie zurück zum Kai. Ja, da wird es dann entladen. Ja, und kann zu unserem Silo gebracht werden. Und so produzieren wir Seeigel. Sehr exquisite Nahrung jetzt hier. So, ich glaube, wir können hier auch noch einen bauen. Gucken wir mal, wo sich hier was aufbaut. Ne, hier baut sich nichts auf. Da baut sich einer auf, aber ich glaube, die Ressource ist ziemlich weit weg dafür, aber egal. Ja, er geht jetzt hier zu der anderen Ressource. Oh, und die ist natürlich sehr weit weg. Ja, und er braucht tatsächlich hier diese seichten Gewässerlinien. Ja, und unsere Wohngebäude haben sich weiterentwickelt. Wir haben jetzt das Mietshaus. Das ist sehr gut.
Und damit haben wir auch schon das Ziel erreicht, 250 Personen in einer Wohnung der Kategorie Mietshaus zu beherbergen. Und wir haben schon über 30 Stränge Wolle im Jahr produziert, nämlich 35. Wir müssen jetzt nur unsere Stadtkasse auf 7500 Drachmen bringen. Und dann haben wir diese Episode schon geschafft. Das ist nicht schlecht. Schlecht ist allerdings, wie viel Arbeitslose wir haben. Mal eben den Pausenmodus. Ich würde jetzt schon anfangen, unseren Stadtpalast zu bauen. Den würde ich hier in dieser Verlängerung bauen. Deswegen führe ich mal die Straße hier so weiter. Ja, und der passt, glaube ich, genau hier rein. Ja, das gefällt mir. Ich lasse hier mal so ein bisschen Platz, dann können wir nachher noch mal etwas an Verschönerung durchführen. So. Ja, und hier die Fläche, ihr kennt das ja, werde ich später unsere Heldenhalle bauen, wenn wir einen Helden rufen müssen. Wir sollten allerdings hier einen Architekten noch bauen. Hierhin oder hierhin. Na, bauen wir ihn. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Das ist doof. Ich würde ihn ja am liebsten hierhin bauen. Der ist aber ein Schaf im Weg. Naja, vielleicht geht das ja weg. Ah, sehr gut. Ja, und mit dem Stadtpalast können wir natürlich auch schon das Steuerbüro bauen. Das kommt hier hin. Das passt nämlich alles sehr schön hier zusammen. So, wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Oh, ist immer noch super viel. Wir könnten noch hier den Handelsposten von Eleusis bauen. Den brauchen wir zwar jetzt im Moment nicht, aber ich baue ihn jetzt mal hier schon mal hin. Ja, und dann baue ich doch noch 2 weitere Wollsammelstellen. Die passen hier hin. Dann haben wir hier ein richtiges Zentrum für unsere Wollproduktion. Nein, ich brauche Schafe. Ja, sehr gut. Ja, eine Preissenkung für Wolle. Das ist nicht so schön. Dann können wir nicht so viele Gewinne generieren mit unserer Wolle. Naja, ich denke mir mal, das reicht so. Ja, der Arbeitsmarkt ist immer noch recht hoch. Da kommen immer noch Bürger in unsere Stadt. Ja, wir können hier schon mal ein zweites Warenlager bauen. Das werden wir erstmal so einstellen, dass nichts angenommen wird. So, aber jetzt müsste es eigentlich ganz... Nee, es ist immer noch 10%. Ah nee, jetzt sind es nur noch 5%. So kann es bleiben. Ich denke mir mal, das stört jetzt nicht, dass wir jetzt 16 Arbeitslose haben. Ja, ich finde, wir haben eine schöne, kompakte Stadt hier schon aufgebaut. Das gefällt mir sehr gut. Naja, und da kommt auch schon unser Handelspartner wieder und kauft Wolle. Und wie sieht's aus? Ja, ich denke, mit den Steuern, die wir eintreiben und auch dem Verkauf der Wolle, werden wir jetzt gleich die 7500 Drachmen in unserer Stadtkasse haben und beenden damit die erste Episode unseres Abenteuers, die Arbeiten des Herkules. Sie haben den ersten Schritt auf dem Weg zum Ruhm zurückgelegt. Nun ist es an der Zeit, Tiorins in die Hände ihres fähigen Stellvertreters Eurystheus zu geben und ihren Einfluss auf ein anderes Gebiet der Welt auszudehnen. Ja, wir haben einen guten Start mit der ersten Episode hier hingelegt und in der zweiten Episode gründen wir schon unsere erste Kolonie. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid und sage Tschüss, euer Dominus.